Lektion eins: Der Aufstieg des Frauenhockeys. Hallo Anna, wusstest du, dass viele Mädchen gerne zum Spaß Hockey spielen? Hallo John, ja, es ist ein fantastischer Sport, der Teamwork und Fitness fördert. Absolut. Und jetzt ist Frauenhockey bei den Olympischen Winterspielen offiziell als Sport anerkannt. Das ist ein bedeutender Meilenstein. Es ist großartig zu sehen, dass der Frauensport mehr Anerkennung findet. In der Tat, es unterstreicht das Engagement und toller weiblicher Sportlerinnen. Haben Sie selbst schon einmal Hockey gespielt? Ich habe in der Schule gelegentlich gespielt, aber ich bewundere diejenigen, die auf hohem Niveau konkurrieren. Ich kann es mir vorstellen. Das Können und die Strategie des Spiels sind beeindruckend. Ja, und es ist inspirierend zu sehen, wie junge Mädchen danach streben, auf einer so großen Bühne zu spielen. Das ist es wirklich. Sport kann den Einzelnen stärken und Barrieren abbauen. Genau. Ich hoffe, dass dieser Trend auch in anderen Sportarten weiter anhält. Lektion 2: Die Wunder des alten Waldes. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit irgendwelche alten Wälder erkundet? Hallo John, ja. Ich habe eines mit mehreren Besonderheiten besucht. Das klingt faszinierend. Was hat es so besonders gemacht? Nun, einige der abgestorbenen hohen Bäume bleiben stehen und schaffen so einzigartige Lebensräume. Das ist faszinierend. Diese Bäume müssen verschiedenen Wildtieren ein Zuhause bieten. Ja, das tun sie. Vögel, Insekten und sogar kleine Säugetiere gedeihen oft in solchen Umgebungen. Es ist erstaunlich, wie die Natur einen Weg findet, jeden Teil des Ökosystems zu nutzen. Klar, diese abgestorbenen Bäume werden Baumstümpfe genannt und spielen eine entscheidende Rolle. Das tun sie auf jeden Fall. Es ist eine großartige Erinnerung an die Bedeutung der Artenvielfalt. Lektion 3: Erforschung menschlicher Einstellungen. Hallo Anna, hast du jemals über die Idee nachgedacht, dass der Mensch ohne Gott weniger ist als der Mensch? Hallo John, ja, dieses Konzept wirft interessante Fragen zu Zweck und Moral auf. Genau. Es liegt nahe, dass spirituelle Überzeugungen unsere Einstellungen und Werte prägen können. Ich stimme zu. Menschen finden im Glauben oft einen tieferen Sinn in ihrem Leben. Haben Sie philosophische Texte zu diesem Thema gelesen? Ja, sie erforschen oft die Beziehung zwischen Menschlichkeit und Spiritualität. Das ist faszinierend. Es ist interessant, wie unterschiedliche Kulturen diesen Zusammenhang sehen. Ja, jede Kultur hat ihre eigenen Überzeugungen, die ihre Lebenseinstellung beeinflussen. Das Verstehen dieser Perspektiven kann unsere eigenen Ansichten bereichern, finden Sie nicht auch? Lektion 4: Datenschutz und Sicherheit im digitalen Zeitalter. Hallo Anna, hast du kürzlich deine Datenschutzeinstellungen in den sozialen Medien aktualisiert? Hi John, ja, ich habe es erst letzte Nacht gemacht. Mir wurde klar, wie wichtig es ist, unsere Informationen zu schützen. Absolut. Es ist wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein, die mit der Weitergabe personenbezogener Daten verbunden sind. Welche Änderungen haben Sie vorgenommen? Ich habe mein Profil privat gemacht und ein paar alte Beiträge entfernt. Ich denke, es ist besser, vorsichtig zu sein. Das ist ein kluger Schachzug. Haben Sie auch die mit Ihrem Konto verbundenen Apps überprüft?
Guter Punkt. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich sollte wahrscheinlich die Berechtigungen überprüfen. Definitiv. Einige Apps können auf mehr Informationen zugreifen, als uns bewusst ist. Glauben Sie, dass die Leute das unterschätzen? Ja, ich glaube, viele Menschen achten nicht auf Datenschutzeinstellungen. Sie gehen davon aus, dass alles sicher ist. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Wir müssen uns und andere über diese Risiken aufklären. Ja, vielleicht könnten wir einen kleinen Workshop organisieren, um Tipps zur Online-Sicherheit auszutauschen. Ich liebe diese Idee. Es könnte dazu beitragen, das Bewusstsein in unserer Gemeinde zu schärfen. Und wir können auch Experten zu diesem Thema einladen. Es würde die Glaubwürdigkeit erhöhen. Das ist ein genialer Vorschlag. Beginnen wir bald mit der Planung dieser Veranstaltung. Lektion 5: Die Rolle der Frau in den 1920er Jahren. Hallo Anna, hast du etwas über die kulturelle Einstellung gegenüber Frauen in den 1920er Jahren gelesen? Hallo John, ja, es war faszinierend zu sehen, wie die Gesellschaft damals die Rolle der Frau sah. In der Tat. Es scheint, als gäbe es in dieser Zeit viele Widersprüche. Was ist Ihnen aufgefallen? Die Forderung nach Frauenrechten war groß, dennoch vertraten viele immer noch traditionelle Ansichten. Rechts. Frauen erlangten ihre Unabhängigkeit, aber die gesellschaftlichen Erwartungen waren immer noch recht begrenzt. Es ist faszinierend, wie die Kultur diese Wahrnehmungen geprägt hat. Sind Ihnen konkrete Beispiele aufgefallen? Beispielsweise stellte die Flapper-Bewegung Normen in Frage, aber nicht jeder akzeptierte diese Änderungen. Das ist so wahr. Er spiegelte einen Konflikt zwischen Fortschritt und Tradition wider. Genau. Ich denke, die Analyse dieser Zeit hilft uns auch, aktuell Themen zu verstehen. Ja, das tut es. Aus der Geschichte können wir heute viel über Geschlechterrollen lernen. Lassen Sie uns dieses Thema in unserem nächsten Treffen weiter besprechen. Ich bin gespannt darauf, mehr zu entdecken. Lektion 6: Einkaufsstrategien für Lebensmittel. Guten Morgen, Anna. Hast du eine Strategie für den Lebensmitteleinkauf? Hi John, ich mache normalerweise eine Liste, bevor ich gehe. Das spart Zeit und hilft mir, Impulskäufe zu vermeiden. Das ist klug. Manchmal vergesse ich Dinge ohne Liste. Haben Sie Tipps für effizientes Einkaufen? Ich beginne immer in der Obst- und Gemüseabteilung. Es ist gesünder und gibt meinem Einkaufswagen einen guten Ton. Tolle Idee. Normalerweise kaufe ich mehr Jungbrot, wenn ich in der Snackabteilung anfange. Ja, es kommt auf die Reihenfolge der Gänge an. Wie wählen Sie Ihre Lebensmittel aus? Ich suche nach saisonalen Artikeln. Sie sind oft frischer und erschwinglicher. Das ist eine kluge Wahl. Haben Sie Lieblingsrezepte, die Sie mit saisonalen Produkten ausprobieren? Ja, ich liebe es, Gemüsepfannen zuzubereiten. Sie sind schnell und lecker. Klingt herrlich. Das Rezept sollte ich das nächste Mal ausprobieren. Lasst uns weitere Ideen austauschen. Absolut. Das Teilen von Rezepten ist eine großartige Möglichkeit, unsere Mahlzeiten interessant zu halten. Lektion 7: Das Klima der Inseln erkunden. Hallo Anna, ich habe über die Nordinsel und die Südinsel gelesen. Wussten Sie, dass es dort ähnlich viele Regen gibt?
Hi John, ja, es ist interessant, wie ähnlich Ihre Klimazonen trotz ihrer Unterschiede sein können. Genau. Was beeinflusst Ihrer Meinung nach Ihre Niederschlagsmuster? Ich glaube, es hat viel mit der Geografie zu tun. Die Berge können den Regen blockieren oder umleiten. Das ist ein guter Punkt. Das Gelände spielt definitiv eine entscheidende Rolle. Haben Sie eine der beiden Inseln besucht? Ich war letzten Sommer auf der Südinsel. Die Landschaft war atemberaubend, besonders die Seen. Das habe ich gehört. Die Südinsel ist für ihre atemberaubenden Landschaften bekannt. Wie war das Wetter während Ihres Besuchs? Zeitweise regnete es ziemlich, was aber den Charme des üppigen Grüns noch verstärkte. Das macht Sinn. Manchmal kann ein wenig Regen das Erlebnis verbessern. Was ist mit der Nordinsel? Ich habe nur Bilder gesehen, würde aber gerne vorbeischauen. Die geothermische Aktivität sieht faszinierend aus. Ja, Orte wie Rotorua sind einzigartig. Die heißen Quellen und Schlammbecken sind unglaubliche Attraktionen. Das würde ich gerne erleben. Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich das Klima und die Attraktionen auf jeder Insel sind. Absolut. Jedes hat seinen eigenen Reiz, sodass es sich lohnt, beide zu erkunden. Lektion 8: Visumanträge und Reisevorbereitung. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du eine Reise planst. Haben Sie geprüft, ob Sie ein Visum benötigen? Hallo John, ja, ich muss im Voraus ein Visum beantragen. Es ist ein ziemlicher Prozess. Es kann langweilig sein. Welche Unterlagen müssen Sie für die Bewerbung zusammentragen? Ich benötige meinen Reisepass, ein aktuelles Foto und einen Unterkunftsnachweis. Es fühlt sich überwältigend an. Ich verstehe. Es ist wichtig sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Haben Sie das Ablaufdatum Ihres Reisepasses überprüft? Ja, ich werde unbedingt meinen Reisepass überprüfen, bevor ich einen Antrag beantrage. Ich will keine Überraschungen. Das ist klug. Es ist wichtig, dass die Gültigkeitsdauer noch mindestens 6 Monate beträgt. Ja, ich versuche immer vorbereitet zu sein. Sind Sie kürzlich gereist? Ich bin letzten Monat ins Ausland gegangen und musste mein Visum verlängern. Es war zwar mühsam, aber es hat sich gelohnt. Ich kann es mir vorstellen. Reisen ist aufregend, aber die Vorbereitung kann entmutigend sein. Wahr. Es ist jedoch alles Teil des Abenteuers. Vergleichen wir später unsere Notizen zu unseren Reiseerlebnissen. Lektion 9: Verhalten von Haustieren beobachten. Hallo Anna, ich habe neulich deine Katze gesehen. Sie war zu einer Kugel zusammengerollt. Hallo John, ja, das ist Ihre Lieblingsschlafposition. Es sieht so gemütlich aus. Ich konnte nicht einmal ihr Gesicht sehen. Sie sah so zufrieden aus. Glauben Sie, dass Katzen diese Position bevorzugen? Definitiv. Es ist eine Möglichkeit für sie, sich sicher und warm zu fühlen. Sie rollen sich instinktiv zusammen. Das macht Sinn. Mir ist aufgefallen, dass mein Hund ausgestreckt schläft. Was ist mit Ihren Gewohnheiten? Hunde sind anders. Sie strecken sich gerne aus und nehmen Platz ein. Es zeigt, dass sie sich sicher fühlen. Interessant. Haustiere haben wirklich einzigartige Persönlichkeiten. Wie verhält sich Ihre Katze, wenn sie wach ist?
Sie ist ziemlich verspielt. Manchmal stürzt sie sich wie eine kleine Jägerin auf ihre Spielsachen. Das ist bezaubernd. Es ist faszinierend, wie sich ihre Instinkte auch im Spiel zeigen. Ja, und ihnen zuzusehen macht so viel Freude. Lasst uns das nächste Mal mehr über unsere Haustiere erzählen. Das würde mir gefallen. Es macht immer Spaß, über unsere pelzigen Freunde zu sprechen. Lektion 10: Die Schönheit der Natur. Hallo Anna, hast du schon einmal ein Gefühl von Ruhe und Schönheit in der Natur erlebt? Hi John, absolut. Es hat etwas so Erfrischendes, draußen zu sein. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie die Natur unsere Stimmung sofort heben kann. Was ist Ihre liebste Naturkulisse? Ich liebe die Berge. Die Aussicht ist atemberaubend und die Luft fühlt sich so rein an. Berge sind wunderbar. Haben Sie versucht, in diesen Umgebungen Kunst zu schaffen oder zu fotografieren? Ja, ich nehme oft mein Skizzenbuch mit. Das Einfangen der Landschaft bringt mir Frieden. Das klingt therapeutisch. Ich habe gehört, dass Malen im Freien die Kreativität fördern kann. Definitiv. Es entsteht eine besondere Verbindung, wenn man inmitten der Natur etwas erschafft. Das sollte ich versuchen. Es könnte mir helfen, mich zu entspannen und mein Schreiben zu inspirieren. Du würdest es lieben. Die Erfahrung kann sowohl beruhigend als auch belebend sein. Lasst uns bald einen Ausflug in die Berge planen. Wir könnten beide etwas Schönes schaffen. Lektion 11: Kleider einkaufen. Hi Anna, warst du schon in der neuen Boutique in der Innenstadt? Hallo John, noch nicht. Ich habe gehört, dass Sie einige schöne Kleider haben. Schauen wir es uns an. Gibt es Kleider in meiner Lieblingsfarbe Blau? Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann Ihnen bei der Suche helfen. Welchen Stil bevorzugen Sie? Ich mag fließende Kleider, besonders für den Sommer. Sie sind so bequem. Das ist eine tolle Wahl. Fließende Kleider sind perfekt für warmes Wetter. Genau, und sie lassen sich leicht schick oder lässig anziehen. Ja, auch Accessoires können den Look wirklich verändern. Haben Sie welche im Sinn? Als Ergänzung dachte ich an eine einfache Halskette. Klingt herrlich. Schauen wir mal vorbei und sehen, was Sie zu bieten haben. Ich kann es kaum erwarten. Der Einkauf für das perfekte Kleid ist immer spannend. Lektion 12: Intelligente Einkaufstipps. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über Smart Shopping nachgedacht. Habt ihr irgendwelche Tipps? Hallo John, auf jeden Fall. Ein wichtiger Tipp ist, den Kauf von Dingen zu vermeiden, die man nicht wirklich braucht. Das ist ein kluger Ansatz. Es hilft, Unordnung zu reduzieren und Geld zu sparen. Ja, ein weiterer Tipp ist, vor dem Kauf die Preise zu vergleichen. Das ist entscheidend. Manchmal kann der Preis desselben Artikels erheblich variieren. Ja, und auch die Nutzung von Apps zur Preisverfolgung kann hilfreich sein. Hast du welche probiert? Ich habe ein paar verwendet. Sie machen es viel einfacher, die besten Angebote zu finden. Gut zu wissen. Ich werde es mir ansehen. Irgendwelche weiteren Tipps für den günstigen Einkauf?
Durch die Planung eines Budgets im Voraus können Mehrausgaben verhindert werden. Das ist wichtig. Ich setze mir beim Einkaufen immer ein Limit. Lasst uns weiterhin Tipps teilen. Es ist immer hilfreich, voneinander zu lernen. Lektion 13. Mode und Selbstvertrauen. Hallo Anna, ich glaube, dass es wichtig ist, sich in dem, was man trägt, sicher und wohl zu fühlen. Hallo John, absolut. Wenn Sie sich in Ihrer Kleidung wohlfühlen, zeigt sich das an Ihrem Auftreten. Genau. Mit welchen Outfits fühlst du dich am selbstbewusstesten? Ich liebe es, maßgeschneiderte Kleider zu tragen. Sie passen gut und ich fühle mich poliert. Das ist eine tolle Wahl. Maßgeschneidert kann ihre Silhouette wirklich betonen. Tja, ich kombiniere auch gerne mit einzigartigen Schmuckstücken, um meinen Stil auszudrücken. Zubehör kann einen erheblichen Unterschied machen. Hast du ein Lieblingsstück? Ja, ich habe eine Windhaarhalskette, die immer Komplimente auf sich zieht. Was ist mit dir? Ich bevorzuge gut sitzende Bleizer. Sie werten jedes Freizeitoutfit mühelos auf. Das ist klug. Blätzer können Eleganz verleihen und gleichzeitig bequem bleiben. Absolut. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam neue Stile erkunden. Es könnte Spaß machen. Lektion 14. Aufregung bei einem Wochenendausflug. Hallo Anna, ich freue mich schon sehr auf diesen Wochenendausflug. Hi John, ich auch. Es wird eine schöne Abwechslung von unserem Alltag sein. Wohin gehen wir nochmal? Wir gehen zur Seehütte. Ich kann es kaum erwarten, am Wasser zu entspannen. Das klingt entzückend. Haben Sie für das Wochenende irgendwelche Aktivitäten geplant? Ich dachte, wir könnten etwas wandern, vielleicht sogar ein bisschen angeln. Das ist großartig. Ich liebe es, draußen zu sein und die Natur zu genießen. Ich auch. Es ist so erfrischend, für eine Weile von der Technologie abzuschalten. Absolut. Außerdem wird es großartig sein, sich mit allen auszutauschen. Ja, ich freue mich darauf, Geschichten zu teilen und neue Erinnerungen zu schaffen. Machen wir unbedingt viele Fotos, um uns an den Spaß zu erinnern. Tolle Idee. Ich werde meine Kamera mitbringen, um all die schönen Momente festzuhalten. Lektion 15. Sparsamkeit und Verhandlung. Hallo Anna, warst du schon einmal in Secondhand-Läden, in denen man verhandeln kann? Hallo John, ja, es ist eine unterhaltsame Möglichkeit, einzigartige Artikel zu einem günstigeren Preis zu finden. Ich stimme zu. Es schadet nie, nach einem besseren Angebot zu fragen. Haben Sie versucht zu verhandeln? Ja, das habe ich. Ich habe einmal eine Winterjacke zum halben Originalpreis bekommen. Das ist beeindruckend. Haben Sie Tipps für ein effektives Feilschen? Seien Sie stets höflich und zeigen Sie echtes Interesse an dem Artikel. Es hilft, eine Beziehung aufzubauen. Das ist ein toller Tipp. Eine freundliche Einstellung kann einen großen Unterschied machen. Klar, und manchmal kann schon die bloße Nachfrage zu unerwarteten Rabatten führen. Das werde ich im Hinterkopf behalten, wenn ich das nächste Mal sparsam unterwegs bin. Was ist Ihr Lieblingsfund? Ich habe einmal eine wunderschöne Keramikvase gefunden. Es verleiht meiner Inneneinrichtung Charme. Das hört sich herrlich an.
Lasst uns bald gemeinsam sparsam sein. Es könnte ein Abenteuer werden. Lektion 16. Die Liegende von Davy Crockett. Hi Anna, hast du schon von dem berühmten Grenzgänger Davy Crockett gehört? Hallo John, ja, er ist eine ziemlich legendäre Figur in der amerikanischen Geschichte. Was finden Sie an ihm am interessantesten? Ich finde es toll, dass er mit einem Dutzend Tennessee-Scharfschützen gekommen ist. Es zeigt seine Führungsqualitäten. Absolut. Es ist faszinierend, welche bedeutende Rolle er in den frühen Grenzstaaten spielte. Wussten Sie, dass er auch Politiker war? Er diente im US-Kongress. Ja, das habe ich gelesen. Er hatte eine so abwechslungsreiche Karriere. Was hat ihn Ihrer Meinung nach motiviert, in die Politik zu gehen? Ich glaube, er wollte sich für die Rechte der einfachen Leute einsetzen. Er trat gegen Ungerechtigkeiten ein. Das ist bewundernswert. Sein Engagement für seine Überzeugungen ist inspirierend. Irgendwelche Lieblingsgeschichten über ihn? Ich mag die Geschichten über seine Abenteuer in Alamo. Sie unterstreichen seinen Mut. Diese Geschichten sind spannend. Es ist erstaunlich, wie Folklore das Erbe einer Person prägen kann. Definitiv. Davy Crockett bleibt ein ikonisches Symbol des amerikanischen Geistes und der Widerstandsfähigkeit. Lektion 17. Eine neue Stadt erkunden. Hallo Anna, keine Sorge, wir haben genügend Zeit, die neue Stadt zu erkunden. Hi John, ich kann es kaum erwarten. Ich habe so viel über seine lebendige Kultur und Geschichte gehört. Ich auch. Welchen Ort möchten Sie als erstes besuchen? Ich bin wirklich daran interessiert, das örtliche Kunstmuseum zu besichtigen. Ich liebe es, kreative Ausdrucksformen zu erforschen. Tolle Wahl. Ich habe gehört, dass Sie beeindruckende Ausstellungen haben. Welche Art von Kunst macht Ihnen am meisten Spaß? Ich mag moderne Kunst. Es stellt oft traditionelle Perspektiven in Frage. Das ist interessant. Ich bevorzuge historische Kunst. Es erzählt Geschichten aus der Vergangenheit. Beides ist wertvoll. Nach dem Museum sollten wir durch den Stadtpark schlendern. Absolut. Parks eignen sich perfekt zum Entspannen und Genießen der Atmosphäre. Probieren wir unbedingt auch die lokale Küche. Ich möchte die authentischen Gerichte probieren. Definitiv. Essen zu entdecken ist einer der schönsten Aspekte des Reisens. Lektion 18. Energetisierende Aktivitäten. Hallo Anna, Gewichtheben hört sich großartig an. Fühlen Sie sich nach dem Training energiegeladener? Das tue ich auf jeden Fall, John. Gewichtheben steigert mein Energieniveau und verbessert meine Stimmung. Was ist mit dir? Ich habe ähnliche Vorteile festgestellt. Es ist faszinierend, wie sich körperliche Aktivität auf unsere geistige Gesundheit auswirken kann. Welche Übungen machen dir am meisten Spaß? Ich liebe zusammengesetzte Bewegungen wie Kniebeugen und Kreuzheben. Sie beanspruchen mehrere Muskelgruppen und fühlen sich lohnend an. Hast du einen Favoriten? Ich genieße Bankdrücken. Es hat etwas Ermächtigendes, meine Grenzen zu überschreiten. Wie oft integrieren Sie Krafttraining in Ihre Routine? Ich strebe 3 bis 4 Mal pro Woche an. Beständigkeit ist der Schlüssel zum Fortschritt. Was ist Ihre Strategie?
Ich versuche auch, mindestens 4-mal pro Woche Gewichte zu heben, wobei ich mich bei jeder Sitzung auf verschiedene Muskelgruppen konzentriere. Halten Sie eine bestimmte Diät ein, um Ihr Training zu ergänzen? Ja, ich priorisiere die Proteinaufnahme, um die Muskelregeneration zu unterstützen. Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für die Fitness. Welche Ernährungsumstellungen haben Sie vorgenommen? Ich habe begonnen, mehr Vollwertkost zu verwenden und verarbeitete Snacks zu reduzieren. Es macht einen spürbaren Unterschied in meinem Energieniveau. Lektion 19. Die Bedeutung der Frische in Lebensmitteln. Hallo Anna, riechst du beim Lebensmitteleinkauf wenn möglich daran? Hi John, auf jeden Fall. Ein angenehmer Duft signalisiert die so wichtige Frische. Genau. Es kann die Gesamtqualität dessen, was wir kaufen, wirklich verbessern. Welche Lebensmittel prüfen Sie häufig auf Ihr Aroma? Ich fische immer Obst und Gemüse. Frische Produkte haben einen ausgeprägten, einladenden Duft. Ich mache das Gleiche. Und was ist mit Fleisch? Es ist wichtig, dass sie auch frisch riechen. Hilf. Wenn etwas stinkt, ist es besser, es zu vermeiden. Qualität ist der Schlüssel. Reicht. Frische Kräuter haben außerdem ein starkes Aroma, das jedes Gericht verfeinern kann. Ich liebe es, in meiner Küche frischen Basilikum und Koriander zu verwenden. Sie verleihen so lebendige Aromen. Das sind ausgezeichnete Entscheidungen. Es ist erstaunlich, wie Düfte auch unseren Appetit beeinflussen können. Definitiv. Ein gutes Aroma kann eine Mahlzeit verlockender machen. Lasst uns bald gemeinsam etwas Frisches kochen. Das klingt nach einem lustigen Plan. Ich freue mich darauf. Lektion 20. Der Wert eines großartigen Lehrers. Hallo Anna, hast du darüber nachgedacht, wie unser Lehrer Aufgaben unterhaltsam macht? Hallo John, ja. Er bringt uns immer zum Lachen und gibt uns das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Es ist erfrischend. Sein Sinn für Humor lockert die Stimmung während des Unterrichts wirklich auf. Hilf. Dadurch wird das Lernen viel spannender und weniger stressig. Ich schätze es, wie er die Aufgaben personalisiert, um individuell mit uns in Kontakt zu treten. Das stimmt. Es zeigt, dass ihm unsere Lernerfahrung am Herzen liegt. Was war bisher deine Lieblingsaufgabe? Ich liebte das kreative Schreibprojekt. Es ermöglichte uns, uns frei auszudrücken. Ebenfalls. Es hat Spaß gemacht, unsere Geschichten und Ideen zu teilen. Waren Sie von den Werken Ihrer Klassenkameraden überrascht? Definitiv. Ich war beeindruckt, wie einzigartig die Perspektive jedes Einzelnen war. Es ist großartig, ein so unterstützendes Umfeld zu haben. Es ermutigt uns, wir selbst zu sein. Ich stimme zu. Lassen Sie uns gemeinsam das Beste aus dieser Lernerfahrung machen. Lektion 21. Verschiedene Küchen erkunden. Hallo Anna, hast du verschiedene Küchen wie mexikanisch, chinesisch, indisch oder Thai probiert? Hi John, ja. In einem Restaurant essen zu gehen, kann ein lustiges Abenteuer sein. Absolut. Jede Küche bietet einzigartige Aromen und Erlebnisse. Welches ist dein Favorit? Ich liebe indisches Essen. Die Gewürze und Aromen sind so reichhaltig und beruhigend. Die indische Küche ist fantastisch. Ich genieße die Vielfalt der Gerichte. Was ist Ihr Lieblingsgericht?
Ich kann einem guten Butterbrot mit Naan nicht widerstehen. Was ist mit dir? Ich bin ein Fan von thailändischem Essen, insbesondere Pad Thai. Die Balance zwischen süß und herzhaft ist herrlich. Das ist eine tolle Wahl. Ich liebe es, dass in thailändischen Gerichten oft frische Kräuter verwendet werden. Ja, es verleiht so eine erfrischende Note. Wir sollten bald gemeinsam ein neues Restaurant ausprobieren. Lektion 22: Die Belohnung des Lernens. Hallo Anna, ich glaube, dass es eine sehr lohnende Erfahrung sein kann, etwas Neues zu lernen. Hallo John, absolut. Es eröffnet so viele Möglichkeiten und Perspektiven. Genau. Welche Fähigkeit wollten Sie schon immer erlernen? Ich war daran interessiert, eine neue Sprache zu lernen. Es ist faszinierend, in verschiedenen Sprachen zu kommunizieren. Das ist eine tolle Wahl. Es kann eine Herausforderung sein, aber wenn Sie bereit sind zu lernen, zahlt es sich aus. Definitiv. Darüber hinaus verbessert es das Reiseerlebnis durch die Verbindung mit den lokalen Kulturen. Rechts. Und es steigert auch die kognitiven Fähigkeiten. Hast du schon angefangen zu lernen? Ich habe eine Sprach-App heruntergeladen und jeden Tag ein wenig geübt. Es macht Spaß. Das klingt nach einem guten Plan. Konsistenz ist der Schlüssel zum Sprachenlernen. Ja, und ich schaue mir gerne Filme in dieser Sprache an, um mein Hörverständnis zu verbessern. Das ist ein cleverer Ansatz. Das Eintauchen in die Sprache kann das Lernen beschleunigen. Ich stimme zu. Lasst uns einige Lernziele setzen und uns gegenseitig motivieren. Ausgezeichnete Idee. Ich freue mich darauf, diese gemeinsame Reise anzutreten. Lektion 23: Stolz auf das Erbe. Hallo Anna, hast du jemals über das reiche Erbe nachgedacht, das wir aus Europa gezogen haben? Hi John, ja, es ist faszinierend, wie unterschiedliche Kulturen uns beeinflussen. Absolut. In Großbritannien können wir auf vieles stolz sein, finden Sie nicht? Für die Beiträge verschiedener europäischer Nationen haben unsere Identität geprägt. Genau. Von der Kunst bis zur Literatur ist der europäische Einfluss in unserer Geschichte offensichtlich. Und unsere Architektur auch. Viele Gebäude spiegeln europäische Stile und Designs wider. Ja, es ist erstaunlich, wie sich diese Einflüsse in unsere moderne Kultur einfügen. Auch die kulinarischen Aspekte schätze ich. Viele traditionelle Gerichte haben europäische Wurzeln. Das stimmt. Essen ist eine großartige Möglichkeit, sich mit unserem Erbe zu verbinden. Lassen Sie uns einige lokale Restaurants erkunden, die europäische Küche anbieten. Tolle Idee. Es wird eine köstliche Art sein, unseren kulturellen Hintergrund zu feiern.